für uns ist jetzt die Nähe zur Natur, die uns heilen lässt und die uns aufblühen lässt. Aber ich glaube, für jeden Menschen ist es auch, kann das auch was anderes sein. Und einfach das zu finden, was ist es, was dich so voll und ganz erfüllt und glücklich werden lässt. Und da so den Fokus hinzugeben und dem nachzugehen, das ist mega, mega schön im Leben. Wir sind Selina und Ramon und wir leben mit unseren 3 Kindern, 3 Katzen und einem Hund in 2 Jurten und Tiny House in Portugal. Das ist unsere Hauptjurte. Das ist der Ort, an dem wir eigentlich die meiste Zeit verbringen, wenn wir nicht gerade draußen sind. Das ist die Schlafjurte. Hier schlafen meistens Ramon, ich und Alma. Und aber ganz oft auch die anderen 2 Kinder. Da haben wir dann hier noch so eine Matratze am Boden und dann sind wir zu 5 hier. Anfangs dachten wir, das würde uns reichen, einfach diese Schlafjurte für die ganze Family. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir trotzdem noch einen anderen Space brauchen, vor allem weil die größeren 2 Kinder das wollten. Und dann haben wir noch ein Tiny House dazu gebaut, das sehen wir wahrscheinlich später. Mhm. Und jetzt ist es so. Jetzt schlafen Sie trotzdem hier. Ja, genau. Ja, aber phasenweise halt. Phasenweise, das stimmt. Nee, aber den Space brauchen Sie trotzdem da. Ich meine, hier noch die ganzen Kindersachen, das geht gar nicht. Es ist ja Schlafzimmer, es ist nicht nur Schlafen, sondern auch halt Rückzug. Und das ist zu klein, der Rückzug für 5. Das stimmt. Auszuwandern war, glaube ich, für uns beide schon immer so ein Traum, weil wir uns in der Schweiz nicht so wirklich wohlgefühlt haben. Es war aus verschiedenen Gründen. Es war uns einfach zu eng, zu wenig Space, um irgendwas aufzubauen und auch innerlich wirklich zu wachsen, so wie wir das wollen. Und auch um so mit der Erde zu leben. Das war für uns auch ein mega großer Wunsch. Und dann hat es aber, glaube ich, von der ersten Idee oder so der gemeinsamen Idee bis zur Umsetzung hat es ungefähr 10 Jahre gedauert. Ja, doch. 10 plus, ja. Mein Spinnrad, ich bin aber ehrlich gesagt in diesen 1,5 Jahren, glaube ich, noch nie dazu gekommen zu spinnen hier in Portugal. Ja, wir hatten so viel los. Wir hatten so viel los einfach. Es braucht so viel Zeit, da alles aufzubauen. Aber es steht immer schön hier und erinnert mich, dass ich eigentlich gern spinnen möchte. Und ja, ich glaube, die Zeit kommt dann auch wieder, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Und jetzt haben wir auch so die Grundstruktur steht, glaube ich, plus minus. Und dann können wir uns auch für alles andere ein bisschen mehr Zeit lassen. Habe ich wieder Zeit, um zu spinnen. Man muss sich daran gewöhnen, würde ich sagen, ist, dass es ganz, ganz viele Insekten hat, unter anderem auch Spinnen. Mhm. Vor allem hier an der Schlafjurte fühlen sie sich mega wohl, vielleicht, keine Ahnung warum, weil es so schön dunkel, ein bisschen dunkler ist. Gerne trollen in der Nacht, oder? Hatten wir wirklich auch schon, dass sie in der Nacht so über die Arme gekrabbelt sind, im Bett drin und man wacht dann so auf und so, Licht an. Hatte ich gerade eine unter dem Bett kürzlich? Ja, unter der Decke. Ich merke, etwas krabbelt an meinem Bein, macht die Decke weg und dann ist eine Spinne unter der Decke. Aber gewonnen hast du mit der Spinne in der Hose. Oh mein Gott, das war so krass. Und das war nicht eine kleine Spinne, sondern das war irgendwie so eine große Kreuzspinne, glaube ich. Ja, war das. Eine ganz besondere. Ja. Habe ich so die Hose am Morgen angezogen, habe irgendwie Yoga gemacht, bin draußen rumgelaufen, bin gesessen und plötzlich merke ich so das Kribbeln hinten an meinem Bein. Und ich so habe hingefasst und merke so einen großen Knollen quasi, da schnell die Hose abgezogen und da kam wirklich diese Riesenspinne zum Vorschein und die ist irgendwie schon den ganzen Morgen in meinem Bein gesessen und hat mich begleitet. Und da hatte ich schon noch recht Krise, so für 1-2 Stunden. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich auch an die Spinnen. Also ich hatte am Anfang mega Mühe mit Spinnen und jetzt wird es immer besser. Es ist so ja, weil sie sind
eigentlich sehr nett drauf, die Spinnen hier. Sie sind schüchtern, sie ziehen sich eher zurück. Und wir müssen sie auch richtig suchen. Also ich klopfe dann abends hier alles so ab und gucke, ob irgendwo eine Spinne hervorkommt, hinter diesen Poles hier. Weil es gibt auch die großen, die Huntsmen, die sind so Ja, richtige riesige. Kaliber. Ja. Genau. Die bringe ich dann über den Bach, damit sie nicht wieder zurückkommen. Aber Giftspinnen gibt es theoretisch, aber hatten wir noch keine Probleme so Ja, also jetzt. die würden schon wehtun beim Beißen. So ziemlich alle, die wir Ja, haben. es gibt ja auch aber nicht. die also, schwarze Witwe. es gibt Lebt die schwarze theoretisch Witwe. hier, haben wir aber noch nie gesehen. Aber die europäische schwarze Witwe ist nicht tödlich. Genau. Es tut einfach sehr weh. Hm. Aber wir hatten die auch noch. Wir sind vor, was war das? 8 Jahren oder so waren wir mal im Urlaub in einer Jurte und das hat uns so gut gefallen, dass wir wussten, dass wir irgendwann mal in einer Jurte leben möchten und dann haben wir uns einfach diesen Traum erfüllt, wo wir hier hingekommen sind. Und im Nachhinein haben wir schon manchmal gedacht, wäre vielleicht ein Tiny House trotzdem besser gewesen, einfach weil es so krass heiß ist im Sommer. Aber so in einem runden Raum zu wohnen, so fast draußen, das ist schon ein Megatraum. Also ich glaube, wir bereuen es überhaupt nicht. Wir genießen es einfach. Es ist mega schön. Eine gute Jurte ist nicht wirklich günstiger als ein Tiny House. Also wir hätten auch Tiny Häuser hier bauen können. Ja, wahrscheinlich. Für einen ähnlichen Preis. Aber was uns sehr gefällt, ist halt das draußen Leben auch. Das ist unser Badezimmer. Da ist Händewaschen, Gesicht waschen. Hier ist unser Kompostklo und da dann auch die Dusche. Und am Anfang stand nur dieses Kompostklo. Dann haben wir so Alles rundherum gebaut. gebaut. Wenn man es weiß, sieht man es, was Ja. das rundherum gebaut ist. Das ist wirklich stimmt. Patchwork hier. Und es ist noch nicht fertig. Ja. Und warum hängen jetzt die Zahnbürsten in Gläsern? Einfach weil es schön ist. Nein. Wir haben hier Insekten, die nachts rauskommen. In der Schweiz heißen die Ohrmückler. So kleine Insekten, die hinten am Hinterteil haben sie so Klammern. In Deutschland heißen sie auch was mit Ohr, ja. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die sind eigentlich harmlos, aber die sind uns über die Zahnbürsten gekrochen und das war sehr unangenehm. Und jetzt so klappt es, ja. Genau, Gehen nicht so ist mehr ran. super. So. Ja. Und es war wirklich so ein schöner Augenblick, als wir das erste Mal duschen konnten, nach einem Jahr hier sein. Wir haben ein Jahr nicht geduscht, also. Ja, nein. Wir mussten das Wasser einfach herbringen mit so kleinen Kanistern und haben dann Löcher reingemacht und so über uns geschüttet, ging auch. Aber als wir dann so wirklich warm duschen konnten, das erste Mal, war wirklich Heaven. Ja. Mega schön. Ein Solarboiler kommt dann noch dazu. Für den Ist Sommer. alles noch nicht ganz fertig, ja. Im Moment noch mit Gas. Wir wussten zuerst nicht, wird es Portugal werden. Wir hatten so verschiedene Länder, die in Frage kamen. Und Portugal war eines davon. Dann sind wir einfach nach Gefühl mal losgefahren und haben geschaut, ist es Portugal und finden wir irgendwo ein Stück Land, was uns zu uns passt und uns zusagt. Und dann haben wir tatsächlich dieses Fleckchen Erde hergefunden und haben es dann gekauft und sind kurze Zeit später hingezogen. Ja, also das hier haben wir schlussendlich über eine Immobilienfirma gefunden. Die haben uns verschiedene Grundstücke gezeigt. Genau. Aber vorher waren wir auf der ganzen Welt unterwegs eigentlich. Erst dachten wir ja, Argentinien wird's. Dann waren wir in Bali. Indonesien, haben Ja. geguckt. In Europa auch so an verschiedenen Orten. Und eigentlich von der Freiheit her und vom Lebensgefühl hätte uns Südamerika super gefallen, so Argentinien. Aber das wäre dann wieder zu weit weg gewesen von der Familie. Und Portugal ist schon, ich finde, sehr ähnlich, so vom Feeling hier wie in Südamerika.
kommt in Europa dem am nächsten für mich oder für uns. Was wir gesucht haben, ja, genau, das stimmt. Das hier ist übrigens der kühlste Platz im Sommer, Ja. weil vom Wald kommt ein bisschen kühle Luft runter. Und wenn es so gegen 40 Grad ist, ist das der einzige Ort, was aushaltbar ist, tatsächlich. Das war auch mein Platz, als ich schwanger war, letzten Sommer. War ich wirklich 24/7 da in diesen Hängematten. Aber es war mega schön. Wir sind hier vor unserer Ruine. Der Plan ist, sie eines Tages auszubauen. Wir brauchen noch ein bisschen Money dafür. Und Zeit. Und Zeit, genau. Aber sie ist riesig. Wie viele Quadratmeter hat sie? Oh, ich weiß nicht mehr genau, ehrlich gesagt. 260 oder Irgendwie 360, riesig ein ganz einfach. großes Gebäude eigentlich. Also die Möglichkeiten sind da. Genau. Jetzt noch umsetzen, irgendwann. Im Moment ist eigentlich nur ein bisschen Werkstatt da drin und der Technikraum für die Solaranlage. 18 Kilowatt die Paneelen und dann haben wir rund 10 Kilowatt Speicher. Also bis jetzt ist es null Problemo. Auch im Winter kommen wir super gut durch. Eigentlich ganz normal, wir können Strom gebrauchen wie nur. Ja, manchmal im Winter, weißt du nicht mehr, hatten wir Probleme, mussten wir kurz den Geni anmachen. Genau, dafür haben wir Aber noch einen Generator, aber das war 3-mal oder so. Sehr selten, Aber wenn es ansonsten- wirklich nie Sonne hat für 2-3 Wochen Ja. oder so. Oder Ja. eine Woche. Auch von der Leistung her mit Watt Peak und so, also wir können Baumaschinen alles anhängen. Ja, und das stimmt. geht super. Das ist der einzige Bereich der Ruine, der einigermaßen wasserdicht ist. Ansonsten ist das Dach eingefallen. Das haben wir machen lassen von der Firma hier. Und wir sind sehr zufrieden. Also die haben das super gut gemacht. Außer die Box hier, die haben wir gebaut, weil das soll ja nicht zu heiß und nicht zu kalt werden. Und das ist einfach ein isolierter Raum, damit die Geräte ihr Klima haben, was sie brauchen. Und dann geht von hier aus Strom runter zu den Jurten, rüber zum Tiny House. Also die 10 Jahre hat es wirklich gebraucht. Einerseits das Finanzielle, also das ist ganz wichtig, dass das einfach gut verhält, weil man kann nicht einfach mal los und denken, ja, das kommt schon irgendwie, weil irgendwie gibt es dann nicht. Ja? Also klar, es ist schon gut, Vertrauen zu haben, dass sich Dinge auch ergeben können, aber es braucht schon auch wirklich einen soliden Plan. Und wir sehen viele, die hier leben und die finanziell wirklich einfach echt strugglen und das tut mir auch leid. Und ich gucke dann, was sie hier machen und rechne manchmal durch, was wirft das in etwa ab und denke, oh mein Gott, nein, es tut mir so leid. Ja. Aber es geht natürlich schon, aber es ist viel, viel anstrengender. Es ist so anstrengend, dann kannst du sie auch nicht so genießen. Also das Genau. ist schon extrem wichtig. Aber dann ist auch mehr als das Finanzielle, weil man muss auch bedenken, dass wenn man so in die Ruhe geht, wirklich aussteigt, in die Natur rausgeht, dass dann der innere Lärm enorm hochkommt. Auch die Beziehung. Und man nimmt allen Ballast mit. Es ist dann nicht plötzlich einfach alles gut, sondern, wie du sagst, in dieser Ruhe kommt noch viel mehr dann zum Vorschein. Ja, ja. Und ja, das kann schon sehr fordernd sein, glaube ich. Und für uns war es mega gut, dass wir auch innerlich so weit gewachsen sind, dass wir für diesen Schritt bereit waren, so richtig bereit. Dass es schlussendlich 10 Jahre gedauert hat, hat uns in dem Sinne nicht zermürbt oder hoffnungslos gemacht, sondern wir haben halt gemerkt, ja, wir kommen dem immer näher. Ja, aber phasenweise war es schon auch scheiße. kann man so Phasenweise sagen. waren wir zermürbt und Ja, hoffnungslos, genau. ja, ganz klar. Aber wir haben einfach immer weitergemacht. Ich glaube, das ist so Richtig. das Ja. Ding, dass du einfach, egal an welchem Punkt du stehst, einfach immer weitermachst und für diesen Traum ja, halt wie kämpfst und den nächsten Schritt nimmst. Aber es ist schon Und so irgendwann Ah, sorry. wirst Ja. du ankommen. Genau.
Oh, schau, jetzt auch gerade eine Spinne. Oh ja, da ist eine. Apropos. Das ist mein Arbeitsraum. Jetzt, als wir hier gekommen waren, war es Pflanzenzimmer. Wir haben nämlich die ganzen Zimmerpflanzen mitgenommen aus der Schweiz. Deine Babys. Genau, und sind mit dem Van und den Zimmerpflanzen da runtergetuckert nach Portugal. Ich bin Therapeut für Traumaarbeit. Und das schon, also ich mache das schon sehr, sehr lange online, weil wir früher auch schon viel auf Reisen waren und wir haben uns schon über die letzten 10 Jahre darauf vorbereitet, dass wir auswandern wollen oder beweglich leben können. Und deshalb mache ich das schon sehr, sehr lange online. Und jetzt inzwischen arbeite ich ausschließlich mit Gruppen noch über mehrere Monate und mache das alles über Zoom. Und ja, das ist, im Moment kommt das Einkommen von mir, Genau. aber wir sind da sehr flexibel. Mal, Wer was gerade ja, macht. mal Ich machst hatte du mehr. in der Schweiz ganz lange einen Online-Shop mit Wildpflanzenprodukte, der auch mega gut gelaufen ist. Und jetzt bin ich einfach in Babypause. Und so, weil ich jetzt halt in einem anderen Land bin, muss ich mal schauen, mich zuerst einarbeiten in die hiesige Pflanzenwelt und dann mal schauen, ob ich den Online-Shop wieder aufmache. So, dann ist die Uhr wahrscheinlich wieder da. Ja, dann nehmen wir ihn. Das ist das Tiny House der Kinder. Sind wir jetzt so ein bisschen am Einrichten. Genau. Das ist, Entschuldigung, das ist der Chillraum so von beiden. Und hier oben ist Luas Reich und da vorne ist Moa. Und wie lange haben wir das schon, das Tiny House? Noch nicht so lange, ein paar Monate. Ja, und dann hatten wir, was war, irgendwas kam noch dazwischen. Auf jeden Fall Was war sind wir das? jetzt Weiß voll ich nicht dran mehr. hier. Also, Gemütlich zu machen. Wände werden noch farbig, da konnten sie sich noch Farben aussuchen und ja, überall ein bisschen Abschlüsse noch. Aber ich finde es schon Aber das ziemlich kommt. schön. Genau. Sie haben praktisch, was ist das? Also Wohnraum und 2 Zimmer, das ist schon Ein Häuschen. ein kleines Häuschen. Ja. Ein Traum. Wäre ein Traum von mir gewesen, ehrlich gesagt, als ich Kind war. Übrigens, das sind Mimosenstämme aus unserem Wald hier. Die Leiter Leiter, und genau. das da. Es ist mega heilsam, kann man schon sagen, so draußen zu wohnen. Die Jahreszeiten mitzubekommen, den Wind mitzubekommen. Man ist ja wirklich nur getrennt hier mit so einem dünnen Stoff und Schafwolle von draußen. Und das macht was mit einem. Ich finde das mega, mega berührend und magisch. Man kommt wirklich wieder so in diese Verbindung zur Erde, die ganz viele Menschen oder die man oft auch verliert, wenn man so in diesem Stress wohnt, so abgekapselt. Und das ist wirklich mega heilsam. Und es fällt jetzt extrem auf, der Unterschied, wenn wir dann in die Schweiz fahren, zum Beispiel, Ja, das stimmt. zur Familie. Und sobald wir aus diesem Paradies, aus dieser Insel hier rausgehen und dann in der normalen Welt sind, ich erinnere mich dann auch sofort wieder, wie es war, vorher so zu leben und merke den Unterschied, den Kontrast dann so krass. Und es ist irgendwie wie ständig Durst zu haben und nie Wasser zu haben. Und so zu leben ist dann so, Es erfüllt. endlich, es Ja. füllt. Aber es hat auch ein bisschen gebraucht. Ja. Also wir haben, was denkst du, etwa ein Jahr gebraucht, Jahr. um langsam So, runterzukommen? ich glaube, mit der Geburt von Alma hat nochmal ganz viel so gelöst und wir werden jetzt immer ruhiger und ruhiger. Das ist mega schön. Das ist gut. Ja, das ist gut. Also, wir stehen in unserem Garten. Als wir hier angekommen sind, war da alles Brombeer. Also wirklich fast alles zugewachsen. Mussten wir zuerst entfernen. Zuerst haben wir von Hand und dann haben wir das jemandem übergeben, der mit dem Bagger kurz kam. Ging dann ein bisschen schneller.
Und angefangen haben wir mit diesen 5 Beeten. Und jetzt kommt dann von Jahr zu Jahr immer wieder mal etwas dazu. Und so wächst unser Garten und wird größer. Und Ziel ist schon so den Sommer durch, das Gemüse so aus dem Garten und nichts dazu kaufen, wäre schon schön. Aber ja, wir starten jetzt mal klein und weiten uns dann aus Jahr für Jahr. Dankeschön. Also man stellt sich das vielleicht sehr romantisch vor, aber ich meine, wir sind hier angekommen und hatten kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Und dann so mal aufzubauen, das braucht echt auch viele Nerven. Und wenn dann gleichzeitig innerlich noch so viel Durcheinander ist und die Beziehung vielleicht auch noch vieles noch nicht so geklärt und so, ich glaube, das kann überfordern. Ich bin mir sicher, das wäre chaotisch gewesen vor 10 Jahren. Wir haben auch von vielen gehört, dass die Beziehung gescheitert ist dann, dass sie sich getrennt haben, so nach 1-2 Jahren. Und es ist wirklich von Vorteil, wenn man sich einfach, bei uns hat es 10 Jahre gedauert, es ist vielleicht für jeden auch anders, aber wenn man sich so weit vorbereitet, dass man wirklich, wirklich, wirklich bereit ist, das kann man schon, ist von Vorteil. Ja. Ja, es ist gut, einen langen Atem zu haben für große Träume. Also auch schade, wenn große Träume dann sterben, weil wir zu kurzfristig denken einfach. Oder wenn der Weg so lange scheint, dass man denkt, das lohnt sich gar nicht, dahin zu arbeiten, weil eigentlich schon fast egal, von wo man startet. Natürlich nicht ganz, aber fast egal, von wo man startet. Ich meine, schlussendlich kann man ankommen, wo man hinkommen möchte. Und einfach immer weitermachen. Aber es braucht halt so viel Anstrengung. Also diese 10 Jahre... Haben wir mal bezweifelt, weißt du, haben wir mal so fast aufgegeben. Ja, unsere Beziehung war zwischenzeitlich mal ziemlich an die Erde. Das stimmt. Aber ich glaube, an diesen Traum haben wir immer geglaubt und haben immer weitergemacht. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir hatten wirklich auch Ups und Downs und das ganz, ganz viele. Und am Schluss ging es immer weiter hoch und hoch, hoch. Ja, genau. Das stimmt. Ja. Aber wir mussten uns da rauskämpfen, quasi fast schon. Das war wirklich ein Kampf. Also ich habe mich oft ertrinkend gefühlt. Auch in der Schweiz, ich hatte noch ein Burnout und alles, das war einfach alles too much. Ja. Und dann am Schluss halt am Ziel angekommen zu sein, also klar, das geht ja immer weiter jetzt, aber ich sag mal an diesem Meilenstein vorbeizukommen und zu merken, wow, dafür haben wir 10 Jahre lang jetzt gekämpft und sind durch all das durchgegangen und jetzt haben wir das erreicht, wird es auch noch viel schöner, dass es so viel Zeit gebraucht hat. Das macht den Traum noch wertvoller, das Erreichen von einem Traum. Und dann kommst du quasi so in die Phase, in der du merkst, dass du das jetzt wirklich hast und dass du das jetzt auch genießen kannst. Weil zuerst waren wir, glaube ich, das erste Jahr hier und haben weitergemacht und getan. Und jetzt kommt so der Moment, oder so seit ein paar Monaten, für mich auf jeden Fall, ich glaube für dich ist es auch so, oder? Ja. Gut, ja. Dass wir ins Genießen gehen. Und das ist jetzt mega schön, so nach all diesen Jahren mal auch loslassen zu können und ankommen zu dürfen. Das ist mega, mega schön. Was machst du da hinter mir, weißt du? Soll ich hier drücken? Willst du Salat? So. Ja.
Ja. Soll ich dir auch Soße drüber tun? Wir wussten immer, dass es die richtige Entscheidung ist, ganz tief, oder? Mhm. Aber Zweifel hatten wir immer wieder. Mhm. Einfach auch, weil es immer wieder neue Hürden gab, die man überwinden muss. Und Es fühlt sich immer wieder existenziell bedrohlich an. Also Ja. in so einem Projekt passiert das, ich glaube allen, ich glaube, das ist normal. Man geht rein und dann kommt Unerwartetes und dann scheint alles wieder auf der Kippe, ja, vor genau, allem stimmt. anfangs. Mhm. Und dann, ja, ist es halt viel, also dass wir uns gegenseitig hatten und haben, ist Ja. super viel wert, weil wenn ich Krise habe, dann holst du mich runter und umgekehrt. genau. Und es ist einfach wichtig, dann, wie du gerade gesagt hast, ein Schritt nach dem anderen. Halt große Projekte und große Probleme. Nicht immer das Ganze sehen, was alles gelöst und erreicht werden muss, sondern halt gucken, wo kann ich jetzt, welchen Schritt kann ich jetzt machen. Genau. Und dann einfach mal machen, was geht. Und dann kommt schon auch das Vertrauen so immer mehr, dass du sich die spürst, Dinge dass es fügen. geht. Ja. Du merkst, okay, ich muss nicht alles durchgedacht haben, ich muss nicht alles selbst halten. Ich kann einfach machen, was ich kann. Ja. Und es fügt sich auch immer wieder vieles, dann doch geht es besser, als man es gedacht hätte oder so.